der Tod ist was Endgültiges, dann sind diese Menschen einfach nicht mehr Teil meines Lebens. Deswegen müssen wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, so gut miteinander genießen, wie wir eben können. Mein Name ist Luisa, ich bin 27 Jahre alt und ich bin die Gründerin des Generationen- und Modeblogs Style is Ageless und aktuell mache ich meinen Master. Ich habe noch meine gleichaltrigen Freundinnen von früher, aber ich habe mittlerweile auch wirklich einige, die 50, 60 Jahre älter sind als ich. Meine älteren Freundinnen, das sind für mich meine Silberfreundinnen und das finde ich ist einfach ein schöner Begriff, weil das auch so ein bisschen zeitlos in meinen Augen ist. Der Altersunterschied spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil mich das Alter eher inspiriert, weil das etwas ist, wo ich hinaufblicke, was ich faszinierend finde. Die Reaktion darauf, wenn Leute hören, dass meine Freundinnen einige Jahrzehnte älter sind als ich, ist erstmal Erstaunen und dann auch so ein bisschen, ist das nicht komisch, dass du so alte Freundinnen hast? Dann erzähle ich ein bisschen davon und dann finden sie es irgendwann richtig spannend und sagen auch, wäre vielleicht auch irgendwie was für mich. Vorurteile gegenüber älteren Frauen, die mich besonders stören, ist zum Beispiel generell die Altersschwäche, weil die sind im Herzen trotzdem, können diese Menschen noch so jung sein und das Alter spielt dahingehend dann überhaupt keine Rolle mehr. Ältere Menschen haben auf jeden Fall Vorurteile gegenüber Jüngeren. Das ist zum einen, ich glaube, so ein bisschen die Wertschätzung gegenüber einigen Dingen, die für uns junge Menschen heute ganz selbstverständlich sind. Und dass diese Wertschätzung so in unserer Gesellschaft verloren geht, das ist etwas, was ich oft merke, dass die älteren Leute nicht so gut mit uns Jüngeren in Verbindung bringen. Mit meinen Silberfreundinnen unternehme ich ziemlich viele coole Sachen. Wir gehen zusammen spazieren, wir gehen ins Theater, ins Kino. Wir trinken gerne ein Weinchen und tauschen uns dabei über das Leben aus. Und sie erzählen mir sehr viel von früher. Und natürlich gehe ich mit denen jetzt nicht auf wilde Partys oder sowas. Aber ansonsten machen wir eigentlich ziemlich viel ähnliche Sachen, aber einfach in einem anderen Tempo. Auf der Suche nach noch mehr spannenden Perspektiven aufs Leben, dann abonniert den Kanal. Meine Begeisterung für das Leben älterer Menschen kommt auf jeden Fall von meiner Omi, weil sie so das Paradebeispiel gegen alle Altersklischees ist. Am meisten bewundere ich an meiner Omi ihr Durchhaltevermögen und diese Gabe, sich von Niederschlägen niemals unterkriegen zu lassen. Wenn irgendetwas nicht klappt, sage ich immer, du darfst nicht aufgeben. Denn man lernt ja auch aus Fehlentscheidungen und wenn man irgendetwas nicht perfekt macht. Dass wir beide keine Menschen sind, die aufgeben, sondern wir immer unsere Ziele vor Augen behalten und diese auch weiter verfolgen. Meine Oma bedeutet mir unfassbar viel, weil sie mich mit zu der Frau hat werden lassen, die ich heute bin und sie mir so viele Ratschläge, so viele Lebensweisheiten mit auf meinen Lebensweg gegeben hat. Sie ist eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben. Wir haben eben ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Das ist gewachsen von Kindheit an. Die Luisa hat mir auch meine Liebe zu ihr erwidert. Heute kann ich mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen, aber der Tag wird halt irgendwann kommen und deswegen müssen wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, so gut miteinander genießen, wie wir eben können. Der Tod ist was Endgültiges, dann sind diese Menschen einfach nicht mehr Teil meines Lebens und ich hätte mir schon gewünscht, dass die vielleicht noch sehen würden, wie ich mal heirate oder Kinder kriege oder was auch immer. Die Idee, meinen Generationen- und Modeblog zu starten, der kam auf jeden Fall durch die Omi, durch ihre lebensbejahende Art und durch ihren coolen Style. Als mich Luisa gefragt hat, ob ich mit ihr den Blog machen soll, habe ich ihr sofort zugestimmt. In meinem Blog geht es um außergewöhnliche Frauen. Einerseits ihr außergewöhnlicher Modestil, dass Frauen sich mit 70, 80, 90 oder auch 100 noch schön machen, Freude an der Mode haben. Ich habe gelernt durch die Luisa, wie die Modebranche so läuft. Das bewundere ich auch, welche Ausdauer sie da aufbringt. Aber das habe ich schon immer an ihr bewundert. Sie gibt nämlich nie auf, wenn sie was in die Hand nimmt. Mit dem Blog möchte ich vordergründig erreichen, dass einfach junge Menschen ein bisschen die Berührungsangst vor dem Alter verlieren. Andererseits möchte ich natürlich auch zeigen, dass man in jedem Alter einzigartig schön sein kann und dass Mode keine Frage des Alters ist, sondern eine Lebenseinstellung ist. Meine Sicht auf das Älterwerden hat sich dahingehend geändert, dass ich viel weniger Angst davor habe. Ich habe Respekt davor, was mich erwartet, wenn ich jetzt dann demnächst 30 bin, 40, 50. Aber wenn ich dann wirklich ans hochbetagten Alter denke, da habe ich keine Angst vor.
Meine nächsten Ziele sind weiterhin dahingehend, dass ich den Generationendialog noch weiter stärken werde. Und ich habe noch 1, 2 andere Projekte in der Pipeline und die haben auch alle mit dem Generationendialog zu tun. Wenn es nur ein Anruf ist oder der Besuch auf einen kurzen Kaffee, das Allerwichtigste, was ihr mit euren Omis machen könnt, ist Zeit verbringen. Möglichkeiten, um mit älteren Menschen in Verbindung zu kommen, sind zum Beispiel Organisationen, die darauf spezialisiert sind, oder auch örtliche Seniorenheime und Kirchengemeinden. Da ist auch immer ein guter Anlaufpunkt, wo Generationen miteinander in Berührung kommen können. Freundschaften zwischen Jung und Alt sind so besonders, weil sie für alle Generationen unfassbar bereichernd sind. Ganz besonders für uns jüngere Menschen, weil Ältere uns so viel an Lebenserfahrung voraus sind und wir Jüngeren für unseren eigenen Lebensweg daraus unfassbar viel mitnehmen können. Ich möchte älteren Frauen mit auf den Weg geben, dass ich sie absolut inspirierend finde und für mich so Zugpferde sind, die mich in meinem Leben schon so weit gebracht haben. Und ich hoffe, dass ältere Frauen das auch erkennen, dass es junge Menschen gibt, die sowas wertschätzen. Ich bin dankbar für diese super unterstützende Familie, die ich habe. Ich bin dankbar für das Leben, das ich haben darf.